Ehrlich, ich hasse es. Da denkt man, man hat alles richtig gemacht und dann passiert trotzdem so ein kleines Missgeschick, wo man denkt: „Wie um alles in der Welt ist das jetzt passiert?“ Und noch viel schlimmer ist es, wenn man dann erkennen muss, dass das Ganze absolut vermeidbar war. Schau mal, das hier sollte ein Teil eines Schlüsselanhängers werden. Ein kleines Stück Leder, das ich mal eben schnell in meiner Wunschfarbe färben wollte. Ha, so weit, so gut und echt keine Raketenwissenschaft. Doch schon beim ersten Farbauftrag mit dem Dauber sind mir diese Flecken aufgefallen. Hässlich, ärgerlich und, wie ich gerade schon erwähnt habe, leider auch komplett vermeidbar. Was genau passiert ist und warum das ein perfektes Thema für ein neues Video ist, das zeige ich dir jetzt. Ach ja, falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Ralf und ich erkläre dir mein Lederhobby. Jetzt sind meine Projekte nicht die größten. Müssen es ja auch nicht sein, weil, wie gesagt, das ist nur mein Hobby. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind solche misslungenen Färbeergebnisse mehr als ärgerlich. Da ist es egal, wie klein oder wie groß das ruinierte Stück Leder ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du willst so ein großes Stück für eine Tasche oder ähnliches selber färben und dir passiert sowas. Dann ist das nicht nur ärgerlich, nee, dann ist das auch teuer. Und wie sich gezeigt hat, passiert das nicht nur mir, denn solche Fragen sind mir schon oft begegnet. Warum habe ich ab und zu Streifen und Flecken in meiner Färbung? Was mache ich falsch? Wichtige Frage, die sich ohne das Werkstück zu sehen nicht eindeutig beantworten lässt. Streifige Färbungen können grundsätzlich unterschiedliche Ursachen haben. Erstens kann es an der Farbe oder an der Technik liegen, mit der du färbst. Aber das schließe ich jetzt mal aus. Schließlich folgst du doch bestimmt meinem Kanal und weißt deshalb ganz genau, womit man streifenfrei färbt. Du hast diesen Kanal doch abonniert, oder? Wenn nicht, dann gibt's da unten irgendwo so einen Button. Klick mal schnell drauf und hör mir dabei weiter zu. Wo war ich? Ach ja, der zweite Grund für streifige und fleckige Ergebnisse kann das Leder selber sein. Leder ist schließlich nicht gleich Leder. Es gibt bei den Händlern unterschiedliche Sortierungen, also Qualitätsabstufungen. Und da kann es sein, dass du eine Haut gekauft hast, die nicht so schön ist, die dann eventuell Narben, Risse oder Zeckenbisse beinhaltet. Da musst du dann vorher die besten Bereiche auswählen, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Das ist aber eigentlich bekannt und logisch. Andere typische Streifen im Färbebild können entstehen, wenn du zum Beispiel Leder aus dem Halsbereich gekauft hast. Hier gibt es diese typischen Dehnungsstreifen oder auch Halsriefen genannt. Die kommen davon, dass eine Kuh nicht ihr ganzes Leben lang reglos rumsteht. Ja, echt, so eine Kuh bewegt sich. Und so ein Hals ist genau der Bereich der Lederhaut, der am meisten in Bewegung ist. Und das verändert die Gewebestruktur, was wiederum dazu führt, dass dort Farbe anders aufgenommen wird als direkt neben den Streifen. Das ist völlig normal, voraussehbar und oft auch so gewollt. Wenn das dein Problem ist, dann hilft eigentlich nur eine Sache: Kauf ein anderes Stück der Lederhaut. Croupon wäre da das Stichwort. Am Rücken bewegt sich so eine Kuh eher weniger, ist aber auch teurer. Lass dich da mal von deinem Händler oder deinem Gerber beraten. Das wären so Dinge, die du schon beim Lederkauf beachten musst. Aber lass mich mal zum eigentlichen Thema des Videos kommen. Was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Hier gibt es keine Narben oder andere Streifen, die die Färbung ruiniert haben. Nee, hier liegt ein typischer Anwenderfehler vor. Ja, hier haben Rückstände auf dem Leder verhindert, dass die Farbe gleichmäßig einziehen konnte. Und wer war schuld? Genau, ich. Egal wie sehr wir uns auch anstrengen, so eine Werkstatt wie meine hier ist kein steriles Labor. Da ist die Werkbank nicht immer aufgeräumt und frisch gereinigt. Ich denke, so eine kreative Arbeitsumgebung kennst du. Und das geht nicht nur mir so. Und erst recht nicht, wenn man wenig Platz hat. Da bleiben schon mal Sachen auf dem Tisch liegen, die unser Lederstück verunreinigen, ohne dass wir es mitbekommen. Reste von Sattelseife oder Ölen, Schleifmittel vom letzten Nachschleifen deiner Messer, Wachsreste, Staub oder Rückstände von allem, womit so eine Lederhaut bei der Lagerung in Berührung kommt. Wie gesagt, keine sterile Umgebung und somit jederzeit die Chance auf Verschmutzung. Und manche Verschmutzungen, die sieht man einfach nicht. In meinem Fall waren es wohl verschmierte, fettige Fingerabdrücke, die ich mir selbst aufs Leder gebracht habe. So toll Handcreme für meine Haut auch ist, kurz vor dem Färben dann doch eher suboptimal. Aber auch für solche Oberflächenprobleme gibt es eine Lösung. Oder besser gesagt, einen Vorbereitungsschritt, der verhindert, dass wieder ein Stück Leder in die Restekiste muss. Und nein, ich meine nicht den Verzicht auf Handcreme. Und ich meine auch nicht die bessere Ordnung auf der Werkbank.
Denn das wäre zwar wünschenswert, aber zumindest bei mir ähm, lassen wir das. Nee, ich meine das hier. Fiebings Deglazer. Das ist ein Lösungsmittelgemisch, das Ethylacetat enthält. Er entfernt Öle, Wachse und Schmutz jeder Art, also auch meine fettigen Fingerabdrücke. Die Gläser kann aber noch viel mehr. Er entfernt komplette Finish-Schichten, aber dazu später mehr. Wichtig zu wissen, die Glazer ist kein Wellnessprodukt. Er riecht wie lösungsmittelhaltige Produkte dieser Sorte halt ebenso riechen. Duftrichtung Nagellackentferner Deluxe, würde ich sagen. Muss man mögen. Ich zeige dir mal, was ich bei meinem Problem gemacht habe. Ich hatte noch ein Stück Leder aus demselben Zuschnitt übrig. Nur diesmal habe ich etwas die Gläser auf ein sauberes Tuch gegeben und damit die Lederoberfläche gründlich abgerieben, kurz wirken lassen und nochmal wiederholt. Wie du siehst, verfliegt das Ganze sehr schnell und das Leder nimmt wieder seine ursprüngliche Farbe an. Und so entfernt die Gläser alle Fremdstoffe vom Leder und macht es wieder aufnahmebereit für alles, was da so kommt. Jetzt sieht es schon anders aus. Ohne Probleme zieht die Farbe ins Leder ein, keine Fingerabdrücke oder andere Streifen. So soll es aussehen. Aber auf Leder befinden sich ja nicht nur Verunreinigungen. Was ist denn mit einem ordentlich dick aufgetragenen Lederfinish? Kurz gesagt, was mache ich denn, wenn ich in der Praxis mal einen Gürtel oder ein paar Schuhe umfärben möchte? Kein Problem, das funktioniert natürlich auch. Selbst Acrylfinish wie dieses Resolen hier zum Beispiel lässt sich mit Deglazer entfernen. Das Problem habe aber jetzt ich. Ich habe gerade kein Paar Schuhe, das ich ernsthaft umfärben müsste. Und wenn ich das Ganze in der Tasche meiner Frau machen würde, dann wäre das heute bestimmt mein letztes Video. Aber ich habe sogar noch was Besseres. Das unscheinbare Stück Leder hier, das ist mein Musterstreifen, auf dem ich meine Lieblings-Finish-Produkte ausprobiert habe. In diesem Fall sind das Canauba Cream, Resolen, Tan Coat und Bag Coat. Also alles dabei, von einem fliegenden Wachsprodukt bis hin zum stark versiegelnden Acrylfinish. Mal sehen, ob ich es schaffe, diese Produkte so von der Oberfläche zu entfernen, dass das Leder wieder offenporig und aufnahmefähig wird. Denn genau das ist unser Ziel. Und dann geht es eigentlich nur darum, so sauber und gründlich wie möglich zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel ein paar Schuhe umfärben möchtest, dann kannst du dir vorstellen, dass es viele kleine Ecken und Winkel gibt, an die man nicht so einfach herankommt. Ich habe es jetzt zugegebenermaßen etwas einfacher, aber ich will dir ja auch nur zeigen, dass der Deglazer mit diesen Finish-Produkten kein Problem hat. Also, nachdem ich das Ganze mit dem Deglazer abgerieben habe, kann man schon deutliche Unterschiede erkennen. Erst recht, wenn wir nah herangehen. Hier der Bereich mit dem Acrylfinish. Diese glänzende Lackschicht ist so ziemlich das Produkt, was unser Leder am besten versiegeln kann. Was soll ich sagen, der Deglazer hat alles komplett entfernt. Die Acryllackschicht ist weg. Auch hier beim Bagcoat und dem Tancoat. Überall wieder offene Poren und aufnahmefähiges Leder. Das ist schon ein tolles Produkt. Fiebings Deglazer ist echt die Geheimwaffe, wenn es um die Reinigung von Lederoberflächen geht. Ich zumindest werde mir wohl angewöhnen, in Zukunft regelmäßig diesen Vorbereitungsschritt zu machen. Geht schnell und hilft, solche Überraschungen hier zu vermeiden. Ich konnte danach auf jeden Fall meinen Schlüsselanhänger zu Ende basteln. Und du kannst gerne dieses Video liken und falls immer noch nicht passiert, den Kanal abonnieren oder schreib mir doch einfach in die Kommentare, was du dir so alles für Flecken und Streifen eingehandelt hast. Würde mich interessieren. Oder noch besser, stell doch einfach deine eigene Frage. Vielleicht ist genau die dann das Thema des nächsten Videos. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis bald und viel Spaß beim Färben.